Willkommen bei festivalzombie.com. Heute unterhalten wir uns wieder über eine eurer Ideen, die ihr uns auf festivalzombie.com zugesendet habt. Heute reden wir über die Idee von Kai Schlömer, Kumpel von uns. Wohnt in Wiesbaden, in der Nähe von Wiesbaden und schreibt: Moin Jungs, nach dem Anschauen der Episode 2 würde ich das Ganze relativ einfach aufziehen. Und zwar als so ein Mixed-Film. Erstes Drittel, Hälfte Party-Sau-Festivalfilm, in der eine Gruppe begleitet wird und was die dabei so erleben. Alkohol, Bands, Crowns auf den Stage diven, abends Party im Camp, Rumtouren und so weiter. Diesen Teil würde ich dabei äußerst humoristisch gestalten. Zum Beispiel wie bei Project X, nur halt in besser mit Bärten und Metal. Project X, ist das euch ein Begriff? Ja, der Film war gut, aber... Ich meine, das wäre der erste Teil vom Film. Aber nicht so auf keinen Fall im Found-Footage-Stil oder so. Wenn man das schon humoristisch macht, das ist doch ein alter Schuh. Das kann man doch nicht ernst nehmen. Meinst du mit so Dramen, mit Beziehungsdramen und so Ja, weiter? Liebe, wo wir wieder beim Thema Liebe Ich hasse das bei jedem Film. Bei jedem Film. Zombie, Horror oder keine Ahnung was. Ne? Da kommt immer erstmal eine Story. Und das ist so langweilig, weil ich will eigentlich immer, dass es losgeht. Also ich wäre fürs erste Drittel eigentlich gar nicht. Kai sagt dann ja, also eben, das wäre das erste Drittel, die erste Hälfte vom Film. Und dann passiert irgendwann Ereignis X, was Zombies, Untote, Dämonen, bla zur Folge hat. Und ab diesem Punkt geht es dann in Richtung Shaun of the Dead. Falsch geschrieben, Kai. Shaun. Das ist nicht Shawn Michaels, das ist Shaun. Das Schaf. Wird genauso geschrieben. Tucker and Dale vs. Evil und so weiter. Also humoristischer Splatter. Der hat sich nicht mal eine Idee ausgesagt für Projekt X. Für das, was passiert. Das sollte er doch ausdenken. Ja, aber ich meine, das ist sein Ansatz dafür. Also er will einen Splatter-humoristischen Film haben mit einer Party. Woran ich die ganze Zeit denken muss, ist jetzt From Dusk Till Dawn. Der fängt ja als Roadmovie an, Gangsterfilm, wie auch immer. Wird dann ja eben zu so einem Splatter, Vampir, was weiß ich nicht, Film. Und das kommt ja sehr überraschend und ist dann eben, das ist ein komplett anderer Film. So habe ich das jetzt gerade im Kopf, von wegen Project X, erst so ein Partyfilm, der sich dann eben in so eine Splatter-Komödie oder in Splatter-Film allgemein verwandelt. Also wie das letzte Rammstein-Video. Das letzte Rammstein-Video? Mein Land. Mit der Spring Break Party, die dann... Ach so. Und der Song ist aber ganz gut. Echt? Da bist du der Einzige. Im Ernst? Ich finde den Song gut. Ich finde das Video auch klasse. Ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nee, sag. Nein, da wären wir ja wieder bei Hitler-Zombies und so. Ich glaube, den Kontext, den versteht man dann falsch. Ja, Apropos Hitler, Kai sagt auch, Zombie-Hitler muss nicht rein. Dann wären wir da wieder. Was haben Zombie-Hitlers und überhaupt das auf Festival zu tun? Das könnte auch eine Wahlparty. Wovon? Eine Wahlparty, ja geil, super. Ja, aber da kommen wir mal auf diesen Orgeltypen zurück. Den kann man über einsetzen. Ne? Ja, der würde auch der bei den nachspielen. Faschos und bei Ja den geil, der Hippies singt überall. tief in Deutsch, der muss... Den Orgeltyp von der letzten Episode. Aus der letzten Hast du vorhin gesehen, dann musst du nicht nochmal... aber, ne? Wenn der Hitler-Zombies, das wird dann schwierig umzusetzen. Hitler-Zombies, Mehrzahl. Was- Hitler wurde erst geklont und diese Klone wurden dann zu Zombies. Ja, kennst du nicht das mit dem Gerücht, dass in der Antarktis die ganzen Hitler-Klone unter der Arktis warten mit allen Waffen auf den Dritten Weltkrieg? Kennst du das nicht? Neuschwabenland. In Neuschwabenland liegt Eis. Neuschwabenland ist in Nordpol, glaube ich. Oder Südpol. Fast. Ist das wie? Hä? Nein, aber das Ist ist Dr. dann, Axel Stoll nicht, Mann? Ja, echt? Der es Name wurde bei sagt mir Iron Sky was. 2 wurde es ja aufgegriffen. Oh, warte mal. Das ist doch dieser Verschwörungsidiot, ne? Ja, und diese Verschwörung, dass dann unter der Arktis sind die ganzen Hitler-Klone, die mit den ganzen Waffen auf den Dritten Weltkrieg warten. Irgend so So ein ein jemand- In der Zwei Arktis ist ist das nämlich ja ähnlich. in der Arktis ist nämlich der Zugang zur Hohlerde, weil die Erde ist hohl und da wohnen jetzt die ganzen Nazis. Richtig. Mach weiter, was hat er noch? Wir gehen jetzt von Partyfilm Auf Hitler. Partyfilm, der in Zombiefilm sticht mit Hitler. Wenn der Alter. rote Faden gefunden wird. Soll das Hitler sein? Ja, hier steht Hitler, Zombie-Hitler Zombies. muss. Oder einfach nur einer, der Muss sie mal auflegt? groß geschrieben. Nimm noch mal In Zombie- ein- nimm noch mal Zombies Wir machen Fragen. erstmal, ich lese jetzt mal weiter. Sowas gibt es halt schon und wird es sicher auch wiedergeben. Also wäre das Grundgerüst nicht gerade originell oder neu.
Ja. Ja. Aber sowas kommt eben immer gut an. Ja, Hitler kommt immer gut an. Ja, nein, es ist aber so. Was ist das meiste, was im deutschen Fernsehen gezeigt wird? Jeden Tag ungefähr 3 Dokumentationen von Hitler und seinen Machenschaften auf N24. Das ist wieder Hitlerwoche auf dem History Channel. Ja, nein, ist wirklich so. Das ist das meistgezeigte Dokumentationsmaterial, was das ganze Jahr läuft. Ja, wahrscheinlich. Und wenn Oder man bestimmt sogar. Was gibt es da noch? Snowland war da mit drin, dann bei Hellboy war das mit drin. Ja. Der Mann aus Sand, der war ja aus Ja, der ja, Zeit, ja, dann genau. Snowland. Nee, der war doch aus Staub oder irgend so ja, Nebel aber oder der war sowas. auf jeden Fall aus der Zeit und die anderen da auch. Dann Snowland hieß der so, wo die da im Zelt auf der Antarktis irgendwo da im Gebirge sind und dann plötzlich diese Hitler-Zombies sagen, hieß der Snowland? Nee, das war in Norwegen und da ist Dead Snow hieß der, nicht Snowland. Wo er Bungee-Jumping mit dem Gedärm macht und so weiter. Das war doch Machete. Ja, das macht- passiert auch da mit dem einen Ja, Zombie. Es gibt auch Dead Snow 2, wo sie, um die Nazi-Zombies zu bekämpfen, Kommunisten-Zombies ausgraben und die gegeneinander kämpfen. Top. Also als Grundgerüst würde ich diese ganze Hitler-Zombie-Nazi-Scheiße auf jeden Fall nicht nehmen. Nee, finde ich auch. Wenn dann humoristisch, weil man drüber gesprochen hat, einmal Hitler gegen Lenin als Zombie irgendwo. Aber Nee, finde ich auch. Eben. Und wir sind ja Festival-Zombie. Wir haben ein Festival, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Musiker, tote Musiker, die man statt Hitler jetzt nimmt. Also es muss ja nicht immer Hitler, Nazi, Stalin, Lenin, wie auch immer sein. Also wir sind auf einem Festival und welche Musiker kann man dann da nehmen? Es sind auch jede Menge Leute gerade gestorben. Ich war freiwillig. Ja, da hätte man das verbunden, das ist super. Trottel versus Menschen. soll das denn auch der Auslöser sein? Dieser eine Hitler, dieser eine Zombie, dieser. Nein, ich sag ja, wenn jetzt das, oder dieser Musiker, der da tot ist das denn ein Überzombie, der die alle ansteckt? Ich Welcher verstehe wurde den denn, Sinn ja nicht. welcher ist Also- denn als letztes gestorben, welcher Musiker? Ja, hier. Roger Cicero war mein letzter, meine ich. Hier, wie heißt er noch? Chuck Berry. Ja, Chuck Berry. Jetzt hier. Chuck Berry. Ja. Chuck Berry. Auf welchen Festivals hat er denn das letzte Mal gespielt? Wo würde der hinpassen? Typen wie der Festivals sind, glaube ich, ein bisschen unter Ist seiner. nicht so seins, ne? Außerdem, der müsste ja einmal von Amerika hierher. Das macht ja nichts, wir können ja auch in Amerika drehen. Ach so. Kannst du auch. Ja, gut. Wenn, Ja, eben, das wenn Festival- Trump uns reinlässt. Das kann ja scheißegal sein, wo das Festival spielt. Aber jetzt nochmal, um auf KCDs zurückzukommen. Eine Hälfte Partyfilm, dann erst auf dieses Splatter-Horror-Ebene rübergehen. Weil ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Quasi so einen bekloppten Party-Teil am Anfang machen, wo die Leute eben komplett durchdrehen. Da lernt man dann quasi die Hauptcharaktere kennen. Wenn wir jetzt ausgehen, sagen wir jetzt wir haben eine Gruppe, dann lernt man die ganzen Charaktere aus dieser Gruppe kennen, die dann die Protagonisten werden und sich gegen die ganze Geschichte behaupten können. Oder halt eben, dass es 2 Typen sind, die dann als Buddies zu zweit gegen die ganze Scheiße kämpfen. Oder da könnte man diesen Quatsch halt benutzen und eben, da könnte man sich auf freien Lauf lassen, weil die Leute machen ja beknackten Kram. Und das ist dann unterhaltsam. Und was für bescheuerten Quatsch die dann halt machen. Kann natürlich viele Szenen, die nachher später gedreht werden, vorab schon mal mit auftauchen lassen. Wenn nachher später dann der Dönermann mit seiner Dönermachete die Leute erkennt, Genau, dann also- sind die Jungs vorher beim Dönerstand gewesen und haben nur kurz ein bisschen einen Döner geholt oder so und dann hat man nachher die Wiedererkennung. Und dann durch Ereignis X passiert dann halt was die Zombies holt, wie auch immer. Und dann kann der Ton des Films ja meinetwegen auch umschlagen. Von Party, lustig, schalala, übertrieben witzig, zu ernsthaft, oh Gott, jetzt der Spaß ist vorbei, jetzt passiert tatsächlich was Schlimmes mit den Leuten und so weiter. Den Ton könnte man da anschlagen. Das ist, glaube ich, aber schwer zu handeln, dass das dann immer noch weiter Spaß macht, weil man eben von einer Stimmung in die andere gerissen wird. Ja, gut, aber. Oder man macht dann eben weiter mit der lustigen Schiene, dass es dann Fun-Splatter wird. Eben tote Musiker stehen als Zombies wieder auf, spielen dann als Band. Warum tote Musiker? Warum nicht? Wenn es dann lustig ist, dann stehen halt tote Musiker wieder auf und spielen als Zombies damit. Ach so. Oder auf der Bühne und spielen dann. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Michael Jackson, Notorious B.I.G. Auf dem Metal-Festival. Ja, weil sie ja tot sind. Dann kann sie das ja machen. Ja, Also seid ihr von der Idee ja. weniger angetan, dass man so einen zweigeteilten Film machen sollte, könnte, wie auch immer. Kann man machen. Das entscheiden ja nicht wir, sondern die User. Ne? Ja, also die Leute sollen natürlich ihre Meinung dazu noch sagen. Jetzt eben. Würdet ihr lieber eben so einen zweigeteilten Film oder wollt ihr irgendwie
Festival fängt an, dauert nur ganz kurz, 5 Minuten der Setup mit dem Festival und so weiter. Das Grundgerüst. Und dann lernt man die Leute erst kennen, die Charaktere, wenn die Scheiße schon am Überlaufen ist. Ja, weil die Leute passieren ja erst dann, wenn das los ist. Dann holst du deine Urgedanken aus dir raus und wirst dann zu irgendwas. Ja, aber dann haben sie ja keine Steigerung. Also ich finde das eigentlich ganz gut, dass es natürlich erstmal anfängt. Ja. Es wird dann auf die einzelnen Sequenzen, vielleicht auch Szenen, Umgebung oder Leute kurz eingegangen, die dann vorgestellt wird. Nichts Tiefes, nur was Oberflächliches. Eben, Der Orgelmann nur einmal kurz vorbeilaufen und dann so Blick drauf. Der hat's ja angetan, der Orgelmann. Nein, zum Beispiel, nein. Mir geht es ja darum, dass man dann die Sachen ja aufnehmen kann, die dann andere Leute nehmen. Und das kann man natürlich dann sehr gut. Ja. Ne? Dass man Also die Sachen auch umsetzen kann innerhalb dieser ersten Sequenz schon. Eben, man muss sich ja nicht an diese Ein-Drittel- oder Halb- und Halb-Geschichte halten. Das muss man ja nicht zwanghaft durchziehen. Man kann ja, was weiß ich finde das auch ätzend, wenn es, wann geht das endlich los, das Gemetzel und so weiter. Weil mit der Film Liebesgedöns und so. Ja. Gar nicht. Das muss dann halt in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde muss das durch sein, das Thema. Und dann muss es auch, dann auch tatsächlich mal losgehen. So, ihr habt Kais Idee gehört und was wir davon halten, jetzt seid ihr wieder gefragt. Schickt uns eure Ideen auf festivalzombie.com, schickt uns eure Ideen und Meinungen unten in die Comments und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, bis dann. Ich habe Kai nicht gedankt. Ach, das mache ich per Telefon. Bis denn und ciao. Bis denn. Oh Gott, den Schluss habe ich echt verkackt. Wir brauchen mach auf ich jeden noch mal. Fall, ich bin dafür, so ein Zähler unten eingeblendet, Hitler, und dann 1. Wie oft Hitler gesagt wurde. Das Ich werde es 88 Mal.